Ein Fluss fließt immer bergab, das weiß jedes Kind. Genau deshalb steckt in einer einfachen Frage ein riesiges Problem. Wie kommt ein schwer beladenes Frachtschiff einen Berg hinauf? Wenn zwei Wasserstraßen auf unterschiedlicher Höhe liegen, trennt sie manchmal ein Höhenunterschied von vielen Stockwerken. Ein Schiff kann nicht klettern. Es kann auch nicht über einen Hügel rollen wie ein Lastwagen und trotzdem überwinden tonnenschwere Schiffe in Deutschland und auf der ganzen Welt jeden Tag solche Höhen, als wäre es das Normalste der Welt. Die Lösung dafür ist eine der elegantesten Maschinen, die Menschen je gebaut haben, und sie funktioniert nach einem Trick, der fast wie Zauberei wirkt. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir analysieren, wie man ein ganzes Schiff samt Wasser viele Stockwerke in die Höhe hebt. Wir klären, warum dieser gewaltige Aufzug dabei kaum mehr Kraft braucht als ein Kinderspielzeug. Und wir reisen zu den größten Bauwerken dieser Art, bei denen Schiffe über 100 Meter überwinden. Wenn du wissen willst, wie ein Schiff in Wahrheit einen Berg hochfährt, dann abonniere jetzt den Kanal. Um das Problem zu lösen, gibt es seit Jahrhunderten die Schleuse. Eine Schleuse ist im Grunde eine Kammer mit zwei Toren. Das Schiff fährt hinein, das Tor schließt sich und dann wird Wasser hineingelassen oder abgelassen. Steigt das Wasser, steigt auch das Schiff, wie eine Badewanne, die langsam vollläuft. So klettert ein Schiff Stufe für Stufe nach oben. Doch dieses Verfahren hat eine Grenze. Für einen kleinen Höhenunterschied ist eine Schleuse perfekt, aber bei einem Sprung von vielen Dutzend Metern bräuchte man entweder riesige Mengen Wasser oder eine ganze Treppe aus vielen Schleusen hintereinander. Das kostet viel Zeit und verschwendet bei jedem Vorgang enorme Wassermengen. Für die ganz großen Höhen kommt deshalb eine andere Maschine zum Einsatz, das Schiffshebewerk. Die Idee dahinter ist verblüffend einfach. Man baut keine wassergefüllte Kammer, die sich langsam füllt, sondern eine gewaltige Wanne, die man als Ganzes anhebt. Diese Wanne heißt Trog. Das Schiff fährt in den Trog hinein, ein Tor verschließt ihn und dann wird der ganze Trog samt Wasser und Schiff nach oben bewegt. Es ist also wirklich ein Aufzug, nur eben für Schiffe. Oben angekommen öffnet sich das Tor wieder und das Schiff fährt einfach in die höher gelegene Wasserstraße hinaus. Ein solcher Trog kann über 100 Meter lang sein und mehrere tausend Tonnen Wasser enthalten. Jetzt kommt der Teil, der fast unglaublich klingt. Ein Schiff in diesem Trog kann viele tausend Tonnen wiegen und trotzdem braucht der Aufzug kaum Kraft, um es zu heben. Der Grund ist ein Naturgesetz, das vor über 2000 Jahren entdeckt wurde. Ein schwimmendes Schiff verdrängt immer genau so viel Wasser, wie es selbst wiegt. Fährt ein 4000 Tonnen schweres Schiff in den Trog, drückt es genau 4000 Tonnen Wasser zur Seite, die vorher dort waren. Das bedeutet, der Trog wiegt am Ende immer gleich viel, völlig egal, ob ein riesiges Schiff darin schwimmt oder gar keins. Ob ein winziges Boot oder ein gewaltiger Frachter hineinfährt, ändert am Gesamtgewicht nichts. Und genau dieser eine Umstand macht das Heben so erstaunlich sparsam. Weil der Trog immer gleich schwer ist, hängt man an die andere Seite einfach ein genau gleich schweres Gegengewicht. Beide Seiten halten sich nun perfekt die Waage, fast wie auf einer riesigen Wippe. Wenn aber beide Seiten gleich schwer sind, muss man fast keine Kraft mehr aufwenden, um sie zu bewegen. Ein winziger Anstoß genügt und die eine Seite sinkt, während die andere steigt. So kann ein vergleichsweise kleiner Motor eine Last bewegen, die mehrere tausend Tonnen wiegt. Es ist dasselbe Prinzip wie bei einem Aufzug in einem Hochhaus, der ebenfalls ein Gegengewicht nutzt. Nur, dass hier nicht Menschen transportiert werden, sondern ganze Schiffe. Eines der bekanntesten dieser Bauwerke steht in Deutschland, in Niederviehnow, nordöstlich von Berlin. Es wurde bereits im Jahr 1934 eröffnet und arbeitet bis heute. Sein Stahlgerüst ragt rund 60 Meter in den Himmel und ist schon von weitem zu sehen. Der Trog überwindet dabei einen Höhenunterschied von etwa 36 Metern. Über 10.000 Schiffe und Boote nutzen dieses Hebewerk noch immer, Jahr für Jahr. Mehr als 8 Jahrzehnte lang hat es Schiffe zuverlässig den Höhensprung hinauf und hinunter getragen. Direkt daneben steht inzwischen ein neuer, noch größerer Nachfolger, denn die modernen Frachtschiffe sind im Lauf der Zeit immer breiter geworden. Andere Länder haben dieses Prinzip noch weiter getrieben. In Belgien steht ein Hebewerk, das einen Höhenunterschied von über 73 Metern überwindet. Als es im Jahr 2002 eröffnet wurde, war es das höchste der Welt. Diesen Rekord hält es jedoch nicht mehr. In China entstand am riesigen Drei-Schluchten-Staudamm ein Schiffshebewerk, das den bisherigen Rekord noch einmal übertraf. Dort werden ganze Schiffe in einem einzigen Hub mehr als 100 Meter weit nach oben gehoben. Man stelle sich das vor, ein vollbeladenes Schiff, das schwebend an einem Damm in die Höhe gleitet, höher als ein 30-stöckiges Hochhaus. Es gibt sogar Hebewerke, die nicht senkrecht heben, sondern sich drehen.
In Schottland steht ein riesiges Rad, das wie ein Karussell für Schiffe funktioniert. 2 wassergefüllte Tröge sitzen an den Enden eines gewaltigen Arms. Während sich das Rad langsam dreht, sinkt der eine Trog nach unten und der andere steigt nach oben. Auch hier sorgt das gleiche Gewicht auf beiden Seiten dafür, dass für eine volle Drehung nur erstaunlich wenig Energie nötig ist. Schiffe steigen und sinken hier also auf einer sanften Kreisbahn, fast wie in einem Riesenrad. Es ist Technik, die zugleich aussieht wie ein Kunstwerk. Der wahre Vorteil eines Hebewerks zeigt sich beim Verbrauch. Weil beide Seiten sich die Waage halten, braucht eine ganze Hebung erstaunlich wenig Strom. Beim berühmten Drehrad in Schottland soll eine volle Umdrehung nur etwa so viel Energie kosten wie das Aufkochen von wenigen Kannen Wasser. Dieses eine Rad ersetzte eine ganze Treppe aus 11 alten Schleusen. Was früher fast einen ganzen Tag dauerte, geschieht heute in wenigen Minuten. Und anders als eine Schleuse verschwendet ein Hebewerk dabei kaum Wasser, weil immer dieselbe Wanne nach oben und unten wandert. Es gibt sogar noch eine dritte Lösung für dasselbe Problem. Statt das Schiff senkrecht zu heben, zieht man es manchmal auf einer schiefen Ebene den Hang hinauf. Das Schiff fährt dabei in einen wassergefüllten Trog, der auf Schienen liegt. Dann wird der ganze Trog samt Schiff langsam einen langen Hang hinaufgezogen, fast wie ein Wagen auf einer Bergbahn. Oben angekommen, gleitet das Schiff einfach wieder ins höher gelegene Wasser. So überwindet ein Schiff einen Höhenunterschied, ohne je das schützende Wasser zu verlassen. Teil 12. Was passiert, wenn ein Seil reißt? Bei all diesen gewaltigen Maschinen stellt sich natürlich eine bange Frage. Was, wenn eines der Halteseile versagt? Genau deshalb hängt ein solcher Trog nie an einem einzigen Seil, sondern an vielen Dutzend zugleich. Fällt eines aus, übernehmen die anderen sofort die Last. Zusätzlich sichern starke Bremsen und Sperren den Trog gegen ein plötzliches Absacken. So wird aus einer scheinbar waghalsigen Idee eine der sichersten Maschinen im ganzen Wasserbau. So modern diese Maschinen wirken, die Idee dahinter ist überraschend alt. Schon im 19. Jahrhundert, mitten in der industriellen Revolution, bauten Ingenieure in England die ersten großen Schiffshebewerke. Damals brauchte man dringend schnelle Wasserwege, um Kohle und Waren durch das Land zu transportieren. Eine lange Kette aus Schleusen war dafür oft viel zu langsam. Ein Hebewerk, das ein Schiff in einem Zug nach oben hob, war die geniale Antwort auf dieses Problem. Viele dieser frühen Bauwerke arbeiten in ähnlicher Form bis heute. Hinter all dem steckt eine bemerkenswerte Erkenntnis. Um die Schwerkraft zu überlisten, muss man sie nicht mit roher Gewalt bekämpfen. Man muss sie nur geschickt gegen sich selbst ausspielen, indem man auf beiden Seiten dasselbe Gewicht arbeiten lässt. Und damit bleibt eine Frage. Wenn man mit dem richtigen Prinzip tausende Tonnen fast mühelos in die Höhe heben kann, an welcher anderen Stelle in unserem Alltag verschwenden wir gerade Kraft, nur weil wir den klügeren Weg noch nicht gefunden haben? Schreib mir in die Kommentare, welches dieser Hebewerke dich am meisten beeindruckt hat. Wir sehen uns beim nächsten Kern der Dinge.